Lass uns beten mit einem stillen Gebet. Amen. Amen. Okay, I've put the notes in English. Did you put them post them in German? Also die englischen Notizen sind bereits gepostet, die deutschen kommen jetzt. Okay, so the title of this is the Vision Made Plain. Der Titel davon ist, dass die Vision deutlich gemacht wird. Okay, and it's taken from the book of Habakkuk. Und das ist aus dem Buch Habakuk entnommen. And right at the beginning of this movement, this was the whole core of the whole movement. These verses here. Und direkt von der Anfang der Bewegung, das ist letztendlich das Zentrale der gesamten Bewegung gewesen. And it's interesting now that we are coming near to this end point that's been prefigured here, and again these verses are coming to the fore. Und es ist interessant, dass wir jetzt am Ende unserer Bewegung jetzt wieder zu diesen Versen geführt werden, dass sie wieder ein Hauptaugenmerk werden. So let's begin by reading Habakkuk chapter 2 verses 1 to 3. Und lasst uns anfangen mit Habakuk, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. It says, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. So, according to these verses, the vision is for an appointed time. Right? Gemäß dieser Verse ist die Vision für eine bestimmte Zeit. And where is the appointed time? Und wo ist die bestimmte Zeit? It's at the end, Es ist am Ende, sagt der Vers. right? Because it says at the end it shall speak. Also im Englischen steht hier, am Ende wird sie sprechen. At the end of the tarrying time. Am Ende der Verzögerungszeit. Okay, so just before we go any further, that history was prefigured in Millerite history. Also bevor wir jetzt weiter fortfahren, diese Geschichte, die ist ja in der Millerzeit vorausgeschattet worden. And what I've done here, the top fractal, if you want to call it. Was ich jetzt hier gemacht habe, hier in diesem oberen Fraktal, wenn man das so nennen darf. Okay, if you just look at the top, it's the same line that Fyodor had at the top with the two sundials, right? Dann ist es letztendlich hier dieselbe Linie, die auch Fyodor aufgezeichnet hat mit diesen zwei Sonntagsgesetzen. And it's prefigured by Moses, Christ, the three decrees, Millerite history, and also our history from 1989 down to the civil sundial. Und diese gesamte Linie ist vorausgeschattet worden durch die Linie von Mose, Christus, die Linie der drei Dekrete, Miller-Linie, aber auch unsere Linie von 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Okay, now you got these 7 waymarks marking these 7 thunders. Wir haben diese 7 Wegmarken, die diese 7 Donner markieren. Okay, and we know that this time here from this waymark to this waymark is this little time of peace. Und wir wissen, dass von dieser Wegmarke bis zu diesem Wegmarke ist diese kleine Zeit des Friedens markiert. Okay, so
We will deal more with that as we go through. Und wir werden noch mehr damit handhaben, wenn wir weiter fortfahren. But let's go now look at the time appointed. Lass uns aber jetzt diese bestimmte Zeit anschauen. In Genesis 18 and verse 14, Und zwar in den Notizen 1. Mose 18, Vers 14. it says, "Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son." What is being referred to right here? Also worauf nimmt das hier Bezug? The promise given to Abraham, right? Die Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde. And the promise given to Abraham was this new birth and the land, right? Die Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde, war diese Neugeburt oder diese Geburt und das Land. So when's it going to be fulfilled? Wann wird das erfüllt sein? According to the verse, at the time appointed, right? Gemäß dem Vers ist es zur bestimmten Zeit. At the end, Am right? Ende. So at the end of the seven thunders, right? You're gonna, if you go through the everlasting gospel, you get to the end, you get the birth, which is an everlasting birth, and the land, right? Also am Ende der 7 Donner, wenn du dahin durchgegangen bist, dann wirst du diese Geburt erhalten, was diese ewige Geburt ist, und auch das Land. Right? Richtig? So we know that this history here is the same test. It's from the time of the end to the closed door, right? Und wir wissen, dass das hier letztendlich vom Prinzip her derselbe Test ist, von der Zeit des Endes bis hinab zur geschlossenen Tür. From the time of the end to the closed door. Und auch unter der zweiten Phase des Sonntagsgesetzes haben wir die Zeit des Endes bis zur geschlossenen Tür. Right? We Richtig? can just take one of those fractals and put it here underneath, Wir right? können jetzt eins dieser Fraktale hier nehmen und dann hier unten ausspannen, so wie wir das hier gemacht haben. And it shows the exact same principle as the seven thunders, right? Und wir zeigen, es ist letztendlich genau dasselbe Prinzip der 7 Donner auch im Fraktal. And specifically, I'm going to deal with this one from 2014 to the Civil Sunday Law, which is here, Und ich right? möchte jetzt ganz besonders auf dieses Fraktal hier von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz eingehen, was dann von hier bis dort unten ist. Which is a type of the Sunday Law to the final review, right? Where the door closes. Was right? nichts anderes ist als ein Typus für das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung, wo dann die Tür zugeht. Right? Richtig? And then we'll talk about the other, these are just getting smaller and smaller, but we'll talk about them as we go through, Und right? dann werden wir auch nachher dann noch diese anderen Fraktale uns anschauen. Die werden immer kleiner und kleiner, aber da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. So go to Daniel 8 and verse 19. Gehen wir jetzt zu Daniel 8, Vers 19. Daniel 8, Vers 19. And he said, "Behold, I will make thee know shall will be in the last end of the indignation. For at the time appointed, the end shall be." So there you got a second witness that the time appointed is at the end, Also right? hier ein zweiter Zeuge, denn es steht hier, zur bestimmten Zeit wird das Ende sein. However, let's go to Daniel 11, verse 35. Dennoch, lasst uns jetzt zu Daniel 11, Vers 35 gehen. It says, "And some of them of understanding shall fall, to try them, to purge, and to make them white, even to the time of the end." So, before we read the next part, what's time period is that referring to? Also bevor wir jetzt noch den Rest des Verses lesen, auf welche Zeit nimmt das hier Bezug? When are you tried, purged, and made white? Wann wirst du gereinigt und geprüft und weiß gemacht? Yeah, is this The 1260. in the 1260, right? Das war historisch gesehen in der 1260 damals. So the 1260 typifies the Sunday law time period, right? Also die 1260, sie schattet ja die Sonntagsgesetz-Zeitspanne voraus. So in the time period of the 1260, you're going to be tried, purged, and finished. At the end of it, you're going to be made white, right? Also im Deutschen steht hier in der 1260 wirst du geläutert, gesichtet und gereinigt, aber im Englischen ist das ein bisschen anders. Da steht, du wirst weiß gemacht. Right? Richtig? So we've got the Sunday law crisis here marked by the 1260, right? Und wir haben ja hier die Sonntagsgesetz-Krise dargestellt durch die 1260. So where do we put the time of the end here? Wo setzen wir folglich in diesem Kontext jetzt die Zeit des Endes hin? At the end, right? Also am Ende dieser 1260, das ist die finale Untersuchung. Okay, so we know that the Sunday law here is the time of the end.
Und wir wissen auch, dass das Sonntagsgesetz ja die Zeit des Endes ist. 1260 to the time of the end, right? Und dann hat man auch die 1260, die einen wieder zur Zeit des Endes bringen. Right? God is the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Gott ist ja das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Now go back to Daniel 11:35. Gehen wir jetzt zurück nochmal zu Daniel 11, Vers 35. It says, "And some of them of understanding shall fall to try them, to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a what? Time appointed." Right? Denn es währt noch bis zur bestimmten Zeit. So the 1798 is the time appointed, October 22nd is the time appointed. They are to parallel each other. Also right? 1798 ist die bestimmte Zeit und der 22. Oktober ist die bestimmte Zeit. Die müssen parallel gesetzt werden hier am Ende der Welt. Okay, so we know this principle, right? So here's 1798, which is the time of the end. Und wir wissen das Prinzip ja, das ist jetzt hier 1798, die Zeit des Endes. When you're approaching here, this is the end. Wenn du von der Seite aus kommst, markiert 1798 das Ende. When you go from 1798 forward, it's the beginning. Aber wenn du von 1798 vorwärts gehst, markiert es den Anfang. So 1798 typifies both the beginning of the Sunday law and the end of the Sunday law. Deswegen right? 1798 markiert sowohl den Beginn des Sonntagsgesetzes als auch dann das Ende des Sonntagsgesetzes. Because at the end of 1798, at the end of the 1260, what happened to the Pope? Denn am Ende der 1260, was ist mit dem Papst passiert? Deadly wound. Er hat eine Todeswunde erhalten. He didn't get it at the beginning of the Sunday law, Er right? hat das ja nicht am Anfang des Sonntagsgesetzes erhalten. Okay, so it's teaching us this principle, right? So right here, Erklärt uns also dieses Prinzip. deadly wound, right? Hier am Ende der 1260 Todeswunde. Which brings us a time of peace. Und das gibt uns dann eine kurze Zeit des Friedens. Sunday law begins again Dann wird das Sonntagsgesetz aber wieder eingesetzt werden, to the time of the end, right? bis zur Zeit des Endes dort, Okay. ganz am Ende. We're all familiar with these thoughts, right? Ich denke, wir sind alle weitestgehend vertraut mit diesen Gedanken. But the point I want to see is the time appointed is marking this end, right, where you're going to have this white garment on, right? Aber ich möchte euch hier nochmal hervorheben, die Zeit des Endes markiert also diese bestimmte Zeit, wo du dann dieses weiße Gewand anziehen wirst. So this I can put here, and this I can put here, because they're both teaching the same principle, right? Ich könnte jetzt hier diese beiden Boxen hier nehmen und hier ausspannen, denn sie lehren jeweils dasselbe Prinzip. Okay. Beides Sonntagsgesetzkrisen. This test, this Sunday law crisis is for the church, and this Sunday law crisis is for the Gentiles, right? Diese Sonntagsgesetzkrise ist ja der Test für die Gemeinde, aber diese Sonntagsgesetzkrise ist der Test für die Heiden. God's dealing with man is ever the same, right? Gottes Handeln mit den Menschen ist stets dasselbe. So the test is the seven thunders. There's no other test, right? Und der Test sind die 7 Donner, es gibt keinen weiteren Test. Okay. Now go to this next quote from Prophets and Kings 7:14. Nun gehen wir zum nächsten Zitat hier aus Propheten und Könige 714.1. God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution. Which long period of relentless persecution is it referring to? Also auf welche lange Zeit der Verfolgung nimmt es hier Bezug? The 1260. White spricht hier über die 1260. Right? So God's church on earth was as verily in captivity during the 1260 as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile, which was 70 years. Right? Und die Gefangenschaft in Babylon waren 70 Jahre. Okay, so she's paralleling the 1260 years of people persecution with the 70 years in captivity in Babylon. Also sie right? setzt parallel die 1260 der päpstlichen Verfolgung mit den 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon. Where were they released from their captivity in Babylon? Und wo wurden sie dann freigelassen aus der Gefangenschaft in Babylon? Take this top line. Where were they released from their captivity Schaut in euch Babylon? die obere Linie hier an. Wo wurden sie aus der Gefangenschaft in Babylon befreit? No. Just point to the waymark where they were released from their captivity in Babylon. Zeigt die No way. Wegmarke auf, um zu zeigen, wo sie aus der Knechtschaft befreit worden sind. So where is? I've premised it. They've got the line at the top here. Which waymark? I think he means the right one. No. Pointed to. Probably he meant this one. No. Come on, you can't do that right now. We haven't even put that premise in there yet, right?
you're on about this Wema, right? Yes. Okay. Right. Also er meinte natürlich die richtige Wegmarke, also es ist hier, wo Kyros das Dekret erlassen hat. I got to know what you mean, right? Okay, so Cyrus, first decree, right? Es war Kyros mit dem ersten Dekret. So this here marks the point where they are freed from their captivity, Also right? das markiert ja den Punkt, wo sie aus der Gefangenschaft freigesetzt worden sind. But where does the 1260 end Aber in wo history? endete historisch gesehen die 1260? No, where does the 1260 end? First movie. The first Wema, right? Also hier 1798 an der ersten Wegmarke. But what's she doing in this quote? Aber was macht sie in diesem Zitat hier? She's paralleling them, right? Sie setzt sie beide parallel So zueinander. she's confirming this truth that the Sunday law, to the final review, is the 1260, right? Deswegen, sie bestätigt damit die Wahrheit, dass vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung ist die 1260 markiert. Because the 1260 is the Sunday law, that's when you're in captivity, Denn right? 1260 ist ja das Sonntagsgesetz und das ist die Zeit, wo du in Knechtschaft bist, in So- Gefangenschaft bist. That quote is pointing to this point right here, where you're freed from your captivity, Also das right? Zitat weist also auf diesen Punkt hier hin, wo du aus der Gefangenschaft freigesetzt werden wirst. And those two captivities, the captivity by Rome, captivity by Babylon, what is it really pointing to? A captivity to what? Diese beiden Gefangenschaften hier, die Gefangenschaft unter Rom und Babylon, worauf weisen sie wirklich hin? Captivity under sin. Yes, our bondage to sin, Das right? ist unsere Gefangenschaft unter der Sünde. So you're tried, purged, and made white, Deswegen, right? du wirst hier geprüft, gereinigt und weiß gemacht, Okay, so at the end, you're set free, right? sodass du am Ende dann freigesetzt werden kannst. Okay, so now let's look at this type and bring some of these things and see this being illustrated. Nun lass uns diesen Typus genauer anschauen und wie sich das weiter noch darstellt. Okay, Revelation chapter 10. Gehen wir jetzt hier zu Offenbarung 10, Vers 1. It says, I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And verse 10, Vers 10. and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter. Right? So, we see here is an illustration of Christ coming down, right? Also wir sehen hier eine Darstellung, wie Christus hier herabkommt. And in his hand, he has a book that's open, right? Und in seiner Hand hält er hier ein Büchlein, das geöffnet ist. So if it's open, what was it prior to this time? Also wenn das hier geöffnet ist, wie war es folglich zuvor gewesen? It was closed, Es right? war verschlossen. Okay, so now he's told to take the book, right? Nun wird ihm aufgetragen, das Büchlein zu nehmen. And he's told to eat it up, and Und it has a sweet experience that leads him to a bitter experience. Und ihm wird gesagt, dass er es essen soll und das führt erstmal zu einer süßen Erfahrung, dann aber zu einer bitteren. Okay, so this vision, we see this mighty angel come down. He's clothed with a cloud. He's got a rainbow on his head. His face is shining as the sun. Also wir sehen hier in dieser Vision, dass dieser mächtige Engel hier mit einer Wolke bekleidet ist. Der Regenbogen ist auf seinem Haupt und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Okay, so what is this typifying? Was schattet das voraus? The second coming, right? Die Wiederkunft, das zweite Kommen. So when Christ comes down here, it's typifying the second coming because you've now got the birth and the land according to the promise, right? Also wenn Christus hier runterkommt, schattet das die Wiederkunft voraus. Das ist ja die Geburt und das Land, was man hier bekommt. Because the final review is where Christ comes to give you your reward, right? Denn bei der finalen Untersuchung kommt der Christus, um dir jetzt deinen Lohn zu geben. Okay, now go to Revelation 1 Gehen wir jetzt zu Offenbarung Kapitel 1, because this is the same vision. denn das ist ja dieselbe Vision. It says, I was in the Spirit on the Lord's day. What's the Lord's day? Also ich war im Geist am Tage des Herrn. Und was ist der Tag des Herrn? It's the rest, right? Es ist der Sabbat, es ist die Ruhe. Right, it's the rest. It's this little time of peace, right? Es ist diese Ruhe, es ist diese kleine Zeit des Friedens.
I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me great voices of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book and send it unto the 7 churches. Right? So, what's he told to do? Was wird ihm aufgetragen, hier zu tun? Write it in a book, right? Er soll es jetzt in ein Buch aufschreiben. What was Habakkuk told to do? Was wurde im Habakuk gesagt? Was sollte er tun? Write the vision and make it plain upon tables. Schreibe die Vision und mache sie deutlich auf Tafeln. And it was in this history right here, in this time period, where they wrote it plain upon tables. Und es war in dieser Zeit hier, wo die Milleriten es dann deutlich auf Tafeln geschrieben haben. So, John right here, he's now told, go take the book out of the angel's hand and write it to the 7 churches. Right? Also Johannes wird ja hier dann aufgetragen, jetzt zum Engel zu gehen, das Büchlein aus seiner Hand zu nehmen und es den 7 Gemeinden zu schreiben. Okay, just keep that in your mind, right? Haltet das in eurer Erinnerung. Okay, now let's go to this next quote from Early Writings. Nun gehen wir zum nächsten Zitat hier aus Early Writings, EW 245.2. It says, I was shown the interest which all heaven had taken in the work going on upon the earth. Jesus commissioned a mighty angel to descend and warn the inhabitants of the earth to prepare for his second coming. As the angel left the presence of Jesus in heaven, an exceedingly bright and glorious light went before him. What went before him? Was ist vor ihm hergegangen? An exceeding bright light. Ein Right? überaus helles Licht. Okay. I was told that his mission was to lighten the earth with his glory and warn man of the coming wrath of God. Multitudes received the what? The light. The light, right? Also Scharen von Menschen empfingen das Licht. Some of these seemed to be very solemn, while others were joyful and enraptured. All who received the light turned their faces towards heaven and glorified God. Though it was shed upon all, some merely came under its influence, but did not heartily receive it. Many were filled with great wrath. Ministers and people united with the vile and stoutly resisted the light shed by the mighty angel. But all who received it withdrew from the world and were closely united with one another. What's this? What history is this referring to? Welche Geschichte nimmt das hier Bezug? The angel of Revelation 10, right here, right? Es spricht hier über den Engel aus Offenbarung 10 hier in der Millerzeit. What does it say that its mission was to do? Und was sagt es, welche Mission hatte dieser Engel zu tun? To lighten the earth with its glory, right? Die Erde mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen. And what did people do? What did people do? Because he was told to write it in a book and take it to the churches, right? Was sollten die Leute tun? Denn ihm wurde ja aufgetragen, das zu schreiben und es jetzt zu den Gemeinden zu bringen. So in Millerite history, who was the message going to? Und in der Miller-Geschichte, an wen ging diese Botschaft dann? To the churches, right? An die Gemeinden. Okay, wasn't going to the world at this point, right? Es ging ja damals nicht an die Welt, sondern es war eine Botschaft an die Gemeinden. And when he wrote it and took that message forward, what does it say happened? Und als er es geschrieben hat und diese Botschaft vorwärts brachte, was ist dann passiert? Yeah, they got a lot of resistance. They rose up against it. It's marked here by the enemies on all these lines, right? Es ist dann hier das Werk der Feinde, was dann aufkam, dieser Widerstand, dargestellt durch diese ganzen anderen Reformlinien an der Wegmarke hier. And we know that chart, Sister White calls it the Rock of Ages, right? Und wir wissen, dass Ellen White diese Karte auch den Fels aller Zeitalter nennt. Okay, many things we can talk about this. Also da gäbe es noch vieles, was wir darüber zu sagen hätten. Now let's go to the next quote. Nun lasst uns zum nächsten Zitat gehen. Because she takes that the angel of Revelation 10 and she parallels it now with the third angel's message. Denn sie Right? nimmt jetzt den Engel aus Offenbarung 10 und setzt ihn parallel mit dem Werk des dritten Engels. It says the angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with his glory. Now question, do you lighten the whole earth with the glory at the beginning or the end? Nun Frage, wirst du die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erleuchten am Anfang oder am Ende? I'm on about the perfect fulfillment of it at the end, right? Und ich spreche aber jetzt mehr über das vollkommene, die vollkommene Erfüllung und das ist dann am Ende. We know that Revelation 18 comes there, it's at the beginning also, right? Wir wissen, dass Offenbarung 18 ja auch am Anfang kommt, deswegen ist es da auch markiert.
You also got a birth there where you got a wedding garment on, Und right? wir haben auch eine Geburt hier, das ist auch ein Hochzeitsgewand. But what's the difference between this wedding garment and this wedding garment? Und was ist der Unterschied zwischen diesem Hochzeitsgewand und jenem Hochzeitsgewand? Promise and held. Promised and received. Yes, kingdom of grace, kingdom of glory, right? Also Königreich der Gnade, Königreich der Herrlichkeit. This whole test, you're going through it by the grace of God. When you get here, you know, it's the kingdom of glory. You've overcome, right? Also hier den ganzen Test gehst du durch mit Hilfe von Gottes Gnaden, aber wenn du ans Ende kommst, hast du jetzt überwunden. Du bist jetzt in dem Königreich der Herrlichkeit. So, go back to the quote. Gehen wir zurück zum Zitat hier aus GC 611. The angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with his glory. A work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 44 was a glorious manifestation of the power of God. The first angel's message was carried to every missionary station in the world. Right here, right? Also genau hier wurde die erste Engelsbotschaft zu jeder Missionsstation in der Welt getragen. So she's paralleling this August 11th, 1840 with the work that's marking the end when you've got the white garment on and you've overcome your sin, right? Sie setzt den 11. August 1840 parallel mit dem Ende, wo du jetzt überwunden hast und dieses weiße Gewand trägst. It says the work will be similar to that on the day of Pentecost. What must you have overcome to receive the latter rain at Pentecost? Also, zweiter Absatz, das Werk wird ähnlich sein wie am Tag des Pfingsten. Was musst du tun, um den Spätregen an Pfingsten zu erhalten? What must you have overcome? Was musst du überwunden haben? Your sin. Du musst deine Sünde You überwunden must have haben. gone through the everlasting gospel, Du right? musst durch das ewige Evangelium hindurchgegangen sein. The work will be similar to that of the day of Pentecost, as the former rain was given in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel to cause the upspringing of the precious seed, so the latter rain will be given at its close for the ripening of the harvest. So, opening of the gospel, close of the gospel, right? Eröffnung des Evangeliums, Abschluss des Evangeliums. Right? Richtig? Okay. The great work of the gospel is not to close with less manifestation of the power of God than marked its opening. Nächster Absatz. So it's just telling us that there's going to be, angel Revelation 18 is going to be much more powerful than it was in the past. Right? Also sagt uns hier, dass der Engel aus Offenbarung 18 das Werk viel kraftvoller gestalten wird, als es jemals in der Vergangenheit war. Next paragraph. Nächster Absatz, der letzte Absatz des Zitates. Servants of God with their faces lighted up and shining with holy consecration will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. Right? Now, this is speaking about the first group that have gone through the Sunday law crisis. Right? Und er spricht jetzt hier über diese erste Gruppe, die jetzt durch die Sonntagsgesetzkrise hindurchgegangen ist. But I want us to understand it's being prefigured right now. Right? Aber ich möchte euch verstehen lassen, dass das jetzt momentan bereits vorausgestattet wird. Okay, just like in the Millerite history, those things were prefiguring the end of the world. Genau wie in der Miller-Geschichte, diese Dinge, die damals geschahen, haben dieses Werk hier vorausgestattet. Okay, that's so. I'm not making any claims at this way, Mark, that which we'll come to in a moment, that we are going to perfectly fulfill this, right? Und ich möchte jetzt keine Behauptung anstellen, dass wenn wir hier zu dieser Wegmarke kommen, dass wir dann bereits schon alles perfekt erfüllt haben werden. Das möchte ich nicht sagen. But to some degree, it will be fulfilled, right? Aber zu einem gewissen Maße wird dann das hier auch an Mitternacht bereits erfüllt werden. Next quote. Nächstes Zitat. It says, no less a personage than the Son of God appeared to Daniel. This description is similar to that given by John when Christ was revealed to him on the Isle of Patmos. So what's she doing right here? Also was tut sie hier in diesem Zitat? She's paralleling when the angel came down to Daniel. It's marking the parallel point where the angel came down to John, right? Sie setzt hier die Vision parallel, wo der Engel zu Daniel kam, wie als der Engel zu Johannes kam. Our Lord now comes with another heavenly messenger to teach Daniel what would take place in the latter days. This knowledge was given to Daniel and recorded by inspiration for us, upon whom the ends of the world are come. Right? Daniel is right here, right? Daniel steht ja auch genau hier.
It's marking where they got set free from their captivity, Das right? markiert ja den Punkt, wo sie jetzt aus der Gefangenschaft befreit worden sind. So the message, when Christ was coming to John, what does Sister White say that it represented? Als Christus zu Johannes kam, was sagt Ellen White, was hat das dargestellt? The second advent. Die zweite Wiederkunft. So the zweite second, Daniel when they get set free from their captivity, and John, when the whole earth is filled with the glory, is marking the point where you're set free, where you receive the latter rain, right? Also, wo Daniel jetzt hier aus der Gefangenschaft befreit wird und Johannes diese Herrlichkeit erhält, die die ganze Welt erfüllen soll, markiert hier also den Punkt, wo du jetzt freigesetzt wirst für alle Ewigkeit. So let's go to Daniel 10 Gehen wir jetzt zu Daniel 10. and verse 1. Daniel 10, Vers 1. And this is marking the point when Christ comes to him and something is revealed to him, right? Also es markiert hier den Punkt, wo Christus jetzt zu ihm kommt und etwas wird ihm offenbart. When John had something revealed to him, it's marking the revelation, right? Und wenn Johannes etwas offenbart bekommen hat, markiert es ja die Offenbarung. And Daniel and Revelation are one book, right? Und Daniel und Offenbarung sind ein Buch. So Daniel is having revealed to him the very same thing that John is having revealed to him. Deswegen Daniel wird genau dasselbe offenbart, was auch Johannes offenbart wurde. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar. And the thing was true, but the time appointed was long. And he understood the thing and had understanding of the vision. So how much understanding did Daniel have right here? Also wie viel Verständnis hat Daniel hier bekommen? He understood everything, Er right? hat das alles verstanden. Had everything revealed to him, right? Alles wurde ihm geoffenbart. Verse 5. Gehen wir weiter zu Vers 5. Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz. His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. When do men flee to hide themselves? Vers 7. Wann fliehen die Menschen, um sich zu verbergen? At the second coming, Bei right? der Wiederkunft. Therefore I was left alone and saw this great vision, and there remained no strength in me. For my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. Yet I heard the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then I was in a deep sleep on my face, and my face towards the ground. The great vision that Daniel saw is the same vision that Habakkuk is told to write upon tables, right? Also diese große Vision, die Daniel hier sah, ist dieselbe Vision, die dem Habakkuk aufgetragen worden ist, auf die Tafeln zu schreiben. Right? It's the same vision that John is told to write in a book. Das ist dieselbe Vision, die dem Johannes auch aufgetragen worden ist, in ein Buch zu schreiben. Because the fulfillment of Habakkuk is these two charts, right? In der Erfüllung von Habakkuk sind ja diese beiden Karten. And what's written on those two charts? Und was ist aufgeschrieben auf diesen beiden Karten? The visions of Daniel and John, right? Die Visionen von Daniel und Johannes. Okay, and what did it cause to happen to Daniel? Und was hat dann das bei Daniel hervorgerufen? He's flat on his face in the dust, right? Er ist in den Staub gedemütigt worden mit seinem Angesicht. Same as John, right? Genau dasselbe wie mit Johannes. Okay, they saw Christ and all self is now gone, right? Er hat Christus gesehen und das ganze Selbst ist jetzt weg. In verse 16, Und dann zu Vers 16. it says, And behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. Then I opened my mouth and spake, and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. Okay? So I just want to put this in place, that Christ at this point, when he's revealing the vision to John, touches his lips, right? Also ich And he möchte das speaks. nur an einen Platz setzen, dass wenn Christus hier kommt und dem Daniel das auftut, diese Vision, dann berührt er hier seine Lippen, um zu sprechen. Okay. Let's go to Christ's line in Mark chapter 1. Gehen wir jetzt zur Linie von Christus in Markus Kapitel 1, Vers 9, Verses 9 to 11. Verse 9 bis 11. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw what? The heavens opened, right? Also was hat er gesehen? Die Himmel, wie sie geöffnet waren.
And the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Right? So, Christ's baptism marks the exact same point, right? Also die Taufe von Christus markiert also hier genau denselben Punkt. So they all see heavens opened, right? Sie sehen alle, wie der Himmel sich öffnet. If we were to say, oh look, the heavens have opened, what would we be talking about? Also wenn wir sagen würden, oh, die Himmel haben sich gerade geöffnet, worüber würden wir sprechen? Well, maybe in German, but in England, when you say, or Britain, when you say the heavens have opened, it's pouring down with rain, right? Also in Deutschland würde man eher davon ausgehen, dass die Sonne jetzt scheint, aber in England spricht man dann, dass der Regen vom Himmel herabfällt. They're all having this. Yes, that's all represent the same. Also, das würde alles dasselbe bedeuten im Geistlichen. Okay, and the dove is the Holy Spirit descending on Christ. And how much of the Spirit did Christ receive? Und die Taube stellt ja den Heiligen Geist dar, wie er jetzt herunterkommt. Und wie viel vom Heiligen Geist hat Jesus erhalten? Full outpouring, Er hat right? die volle Ausgießung erhalten. Okay, now, we went through the seals, and I'm not going to go through the seals, but we went through the seals last week. Und letzte Woche haben wir uns die Siegel angeschaut und ich möchte da jetzt nicht im Detail nochmal durchgehen. And the seals represent the first four, and the fourth represents the 1260, right? Also die Siegel, da gibt es ja diese ersten 4 und das 4. Siegel, haben wir gesehen, steht diese 1260 da. Right? Richtig? Parallel to this statue and all the other things, right? Die ersten Siegel sind also parallel hier mit dieser Statue und so weiter und so fort. And it brings us to the fifth seal, Und das right? bringt uns dann hier zum 5. Siegel. So let's go to the fifth seal, Revelation 6. Gehen wir jetzt zum 5. Siegel hier in Offenbarung Kapitel 6. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given to every one of them. What was given to them? Was wurde ihnen gegeben? White robes. Weiße Gewänder. What did we say happens in the 1260? Was haben wir gesehen? Was passiert hier in der 1260? You're tried, purged, and made white, right? Wird geprüft, gereinigt und dann weiß gemacht. And we read a quote that says that the fifth seal represents all those people that went through this great trial, right? Und wir haben ja ein Zitat mal gelesen gehabt, wo das 5. Siegel also diejenigen beschreibt, die durch diese große Prüfungszeit hindurchgegangen sind. And at the end of it, they get the white robe, right? Und am Ende davon kriegen sie dann dieses weiße Gewand. Okay, much we could say about that, but that's the only thing that I want to put in place. Also da gäbe es noch viel drüber zu sagen, aber das ist jetzt das Einzige, was ich hier an Platz setzen möchte. So, I've dealt with this big fractal, right? We dealt with the point marking the end and the end. They're both marking the same thing, right? Also wir haben jetzt das angeschaut, im großen Fraktal, das markiert ein Ende und das markiert ein Ende. So, we're just taking one of those now and we're going to lay it here. Sunday law to the final review. That's what we have here, right? There to Und wir nehmen jetzt einfach eine dieser Sonntagsgesetzkrisen und legen sie jetzt hier aus, Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. Now we know that in the Sunday law crisis, right, you have 2 times of trouble. Und wir wissen ja auch, dass innerhalb der Sonntagsgesetzkrise wir diese 2 Zeiten der Trübsal haben. Prefigured by this time of trouble and this time of trouble. Right? Vorausgestattet durch diese Zeit der Trübsal und jene Zeit der Trübsal. So, first trouble, second trouble, right? Erste Zeit der Trübsal, zweite Zeit der Trübsal. Okay. So, let's go to Ezekiel chapter 1. Gehen wir jetzt zu Hesekiel Kapitel 1. Verse 1, it says, Lesen wir Vers 1. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was going among the captives by the river Sheba, that the heavens were what? Opened. Also was passiert mit den Himmeln? Die wurden hier geöffnet. And I saw visions of God, right? Und ich sah dann eine Vision Gottes, sagt er. So in Millerite history, where was the 5th day of the 4th month? In der Miller-Geschichte, wo war der 5. Tag des 4. Monats? Midnight. Es war Right? Mitternacht am 21. Juli. Just before, this would be this little time of peace here, right? So you have midnight, right? Es wäre hier diese kleine Zeit des Friedens. And that's why when we open this line out, we have midnight marked right there, right? Deswegen, wenn wir diese Linie dann ausspannen, dann haben wir hier Mitternacht markiert. Okay? So this is the 5th
day of the 4th month, right? Das ist jetzt hier der 5. Tag des 4. Monats. And it parallels this waymark, right? Und das ist eine Parallele hier zu dieser Wegmarke. What does it say happened on the 5th day of the 4th month? Und was sagt es hier? Was ist am 5. Tag des 4. Monats passiert? The heavens opened, Die right? Himmel haben sich geöffnet. And he's seeing the glory of God, Und er right? sieht die Herrlichkeit Gottes. Verse 28. Vers 28. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of what? Rain, right? As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, what happened? He fell on his face, and I heard a voice of one that spake. Also als er die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat, dann fiel er auf sein Angesicht und er hörte die Stimme eines Sprechenden. So Daniel and John see the glory of God, and they fall flat on their face, Also right? Daniel und Johannes, sie sehen jeweils hier die Herrlichkeit Gottes und sie fallen flach auf ihr Angesicht. Ezekiel sees the glory of God, the heavens are opened, falls flat on his face, right? Ezekiel hier sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht die Himmel geöffnet und er fällt flach auf sein Angesicht. So it's a smaller fractal, but it parallels the exact same principles at this waymark, Das right? ist also hier ein kleineres Fraktal, aber es ist parallel mit diesen Prinzipien, die wir an dieser Wegmarke markiert haben. And what was he told to do? Und was wurde ihm gesagt zu tun? Okay, well, first of all, what was John told to do? Zunächst einmal, was wurde dem Johannes aufgetragen hier zu tun? Take the book and eat it, right? Nimm das Buch und iss es. And how was it? Und wie war es It zunächst? was sweet, Es war zunächst süß, but it led to the bitter experience. aber es hat dann zu dieser bitteren Erfahrung geführt. What causes the bitter experience? Und was ruft diese bittere Erfahrung hervor? The church rising up against you, right? Das ist, wenn die Gemeinde hier gegen dich aufbegehren wird. So let's see. Ezekiel's told to go to whom? Und Hesekiel wird aufgetragen, zu wem zu gehen? So who was John told to go to? Zum Haus Israel. Und Johannes sollte wohin gehen? Ebenso zum Haus Okay, Israel. the house, so it's, they're going to the church, Sie right? gehen zur Gemeinde. So let's see. Ezekiel 3 verse 1. Lass uns das schauen. Ezekiel 3, Vers 1 bis 3. Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness, right? And then in verse 14, he goes in bitterness, right? Und in Vers 14 wird er ja dann in Bitterkeit vorwärts gesandt. Okay, next quote. Nächstes Zitat. The 6th chapter of Isaiah has a deep and important lesson for every one of God's workmen. Study it with humility and earnest prayer. The 1st and 2nd chapters of Ezekiel should also be carefully studied. So she parallels the experience of Isaiah with the experience of Ezekiel. Also er setzt jetzt die Erfahrung von Hesekiel, setzt sie hier parallel zur Erfahrung von Jesaja. But where does Isaiah's experience begin? Aber wo fängt Jesajas Erfahrung an? At the midnight cry. Am Mitternachtsruf. Why? Warum? Because it's the investigative judgment of the living, Weil right? es ja das Untersuchungsgericht an den Lebenden ist. So we're going to take this fractal and we're going to bring it down here, right? Deswegen nehmen wir jetzt dieses Fraktal hier und spannen es hier unten aus. So let's go to Isaiah 6 now, Nun lass uns zu Jesaja 6 gehen. verse 1. Und dann Vers 1 beginnt. In the 3rd year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne and high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings, with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. And then what? The whole earth is full of his glory, Bis right? Vers 3. So as Isaiah is in this time period, he sees this experience, holy, holy, holy. What's the whole earth full of? Also Jesaja ist hier in der Erfahrung und er sieht jetzt diese Vision heilig, heilig, heilig. Und was ist dann die Erde erfüllt von? His glory, right? Von der Herrlichkeit. What did you have here? Was haben wir hier? His glory. Da haben wir auch die Herrlichkeit Gottes. What did you have here? Was haben wir hier an der Wegmarke? His glory, right? Seine Herrlichkeit. Teaching you the same principle at each one of these points, right? Es lehrt uns dasselbe Prinzip an all diesen Wegmarken hier. Now go to verse 6 and 7. Nun lasst uns Verse 6 und 7 lesen.
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. So what happened to Isaiah right here? Also was mit dem Jesaja hier passiert? He's been freed from his sin. Er ist jetzt hier befreit von seiner Sünde. Right? So he's been tried, purged, and made white, right? Er ist geprüft worden, gereinigt worden und weiß gemacht worden. And the Lord touches his lips, Und right? der Herr berührt jetzt seine Lippen. Sister White parallels this coal to the latter rain. Und Ellen White vergleicht diese Kohle hier mit dem Spätregen. Latter rain, latter rain, latter rain. Right? Spätregen, Spätregen, Spätregen. Same principle every Weimar, right? Selbe Prinzip hier an dieser Wegmarke. And we go to Jeremiah chapter 1, Wenn wir jetzt zu Jeremia Kapitel 1 gehen, verse 9. dann Vers 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Right? What did he do to Ezekiel? Was hat er mit dem Hesekiel getan zuvor? He put his words in his mouth, right? Dasselbe, er hat auch seine Worte in seinen Mund gelegt. Same with John, right? Dasselbe auch mit He Johannes. had to eat those words, Er musste diese Worte essen. right? And Jeremiah had just come out of the belly, Und right? Jeremia ist ja hier aus dem Bauch hervorgekommen. And in Job chapter 42, Und in Hiob 42, verses 5 and 6, Verse 5 und 6, this is Job's experience, right? das ist jetzt die Erfahrung des Hiob. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. What does Job see? Also was seht ihr? He sees God face to face, Er right? sieht den Herrn von Angesicht zu Angesicht. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. He has the same experience as Ezekiel, Isaiah, and John, right? Also Hiob hat dieselbe Erfahrung wie Hesekiel, Jesaja und Johannes. And it's at the end of his experience he Und has this, right? das ist am Ende seiner Erfahrung, wo er das hat. Right? We know that that's right here at the 9th hour, Und right? wir wissen ja, das ist hier an der 9. Stunde. Okay. So, 3 fractals, right? And all dealing with this way, it's all marking what's going to happen when you go through the experience before you, right? Also 3 Fraktale und sie alle zeigen uns auf, was passiert, wenn wir durch die Erfahrung durchgegangen sind hier. Okay, now let's come, I want to go to this last fractal. Und jetzt möchte ich noch zum letzten Fraktal kommen. And I've called this the road to Damascus. Und ich habe es die Straße nach Damaskus genannt. Let's go to Acts chapter 9, Gehen wir dazu zur Apostelgeschichte Kapitel 9, verses 1 and 2. Verse 1 und 2. It says, And so yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So, what has just happened? What has Saul just been taken part of? Also was ist gerade passiert? Woran hat Saulus gerade teilgenommen gehabt? Stoning of Stephen. The stoning of Stephen is completed right here, right? Und er hat teilgenommen an der Steinigung des Stephanus und wir wissen, das ist vollbracht hier zur 9. Stunde. And what's Saul now looking for? Und wonach schaut jetzt Saulus aus? Yeah, but okay, but what's he looking for? Wonach hält er Ausschau? Okay, a letter. What does it represent? Nach einem Brief und was stellt A es dar? decree, right? Es stellt ein Dekret dar. The kings, right? Did Cyrus write a letter? Hat Kyros einen Brief geschrieben? Yes, it was it's just when you write an order on a letter, it's a decree, right? Also wenn du einen Befehl auf einer Briefform schreibst, ist es auch ein Dekret. Is it he that, because in the 7 last plagues they desire death decree? Because from the 9th hour the 7 last plagues are falling, right? And they desire death Here the decree goes in, because it's marking this decree and this decree, right? Also es ist hier, wo dieses Dekret dann gegeben wird, denn es markiert ja dieses Dekret hier jeweils. Saul has just participated in stoning his Now he's waiting for the decree. Now he wants a decree. Yes, exactly. Okay, so this is the point that we need to see, right? Also Saulus hat gerade hier teilgenommen an der Steinigung des Stephanus und jetzt wartet er aber auf dieses Todesdekret, was dann hier an dieser Wegmarke dann We markiert know the sein Sunday law is marking a decree, wird. right? Und wir wissen auch, das Sonntagsgesetz stellt ein Dekret dar. So,
now Saul sets off on the road to Damascus, right? Nun begibt sich hier Saulus auf die Straße nach Damaskus. Right? Now it says, let's go to this next quote. Nun gehen wir zum nächsten Zitat. On the last day of the journey, right? So just think about what we've been studying. Where would he be? Jetzt am letzten Tag der Reise, wo wäre er jetzt? Denkt dran, was wir gerade studiert haben. Is he at the beginning or the end? Ist er am Anfang oder ist er am Ende? He's at the end, right? Das ist am letzten Tag, also er ist am Ende seiner That's, Reise. it says on the last day of his journey, right? So he's at the end, right? Am letzten Tag seiner Reise, er befindet sich folglich am Ende. Okay, and it says at what? Midday. Und es sagt hier zur Mittagszeit. Okay, so I want to take, in order to understand this correctly, I want to take this and I want to bring it down here, right? Und ich möchte also das jetzt hier nehmen und hier runterbringen, damit wir das jetzt hier richtig verstehen können, was wir hier gleich lesen. So here's this decree. Hier ist jetzt dieses Dekret, which is a parallel to this decree and the Sunday law, right? was eine Parallele ist zu dem Dekret und dem Sonntagsgesetz-Dekret. 2014 is just a type, right? Und 2014 war einfach nur ein Typus dafür. Right, so he's on the road to Emmaus and he's traveling along and he comes to the end, which is, what does it say it is? Midday, Also er right? ist hier auf der Straße nach Damaskus und er kommt jetzt hier am Ende seiner Reise zur Mittagszeit an. And midday, Sister White says, is midnight, Und right? Ellen White sagt, dass Mittag auch Mitternacht ist. Right, so we know it, so it's right here. And it's at the end, right? Und es ist, also hier ist es am Ende, End of his experience, right? Ende seiner Erfahrung. As the weary travellers neared Damascus, they came within full view of broad stretches of fertile lands, beautiful gardens and fruitful orchards, watered by cool streams from the surrounding mountains. What does that sound like? Wonach hört sich das hier an? King. Yeah, it sounds like the glorious kingdom that you're entering into, right? Also es hört sich nach diesem herrlichen Königreich an, wo wir dann eintreten würden. After the long journey over desolate wastes, such scenes were what? Refreshing indeed. While Paul with his companions gazed with admiration on the fruitful plain and the fair what? City below. What's it all typified, right? Fruchtbare The land, Ebene, schöne the Stadt. city, the lot of rain, right? Also es schattet hier alles, dieses Land, die Stadt, den Spätregen hier voraus. Suddenly, Plötzlich. as he afterward declared, there shone round about me and them which journeyed with me a light from heaven. What's been opened? Also was wurde ihm geöffnet? The heavens are opened, right? Die Himmel wurden für ihn geöffnet. A light from heaven above the brightness of the sun, too glorious for mortal eyes to bear. Blinded and bewildered Saul fell what? Prostrate on the ground, right? Also hier geblendet und verwirrt fiel Saulus niedergeschlagen zu Boden. So the glory of God was manifested and he fell flat on his face. Die Herrlichkeit des Herrn wurde manifestiert und er fällt jetzt hier flach auf sein Angesicht. Right? Richtig? Okay. Next paragraph. Nächster Absatz. While the light continued to shine round about them, Saul heard a voice speaking in the Hebrew tongue, saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Right? So, right here, what do you get? What did Elisha get right here? Also genau hier, was hat Or should I say, what Elisa did he get here? hier am Ende dann erhalten zur 9. Stunde? A double, right? Er hat eine doppelte Menge erhalten. And Saul is right here, and he gets a double. He says, Saul, Saul, right? Und Saulus ist dann genau hier und es gibt diese Doppelung Saulus, Saulus. Right? Okay, just want to put that in place, right? Ich möchte das nur an den Platz setzen. Okay, next quote. Nächstes Zitat, beziehungsweise nächster Absatz. It says, In that hour of heavenly illumination, Saul's mind acted with remarkable rapidity. The prophetic records of Holy Writ were opened to his understanding.
he saw that the rejection of Jesus by the Jews, his crucifixion, resurrection, and ascension had been foretold by the prophets and proved him to be the promised Messiah. So, we read here at the beginning that the August 11, 1840, this angel was an exceeding bright light, right? Also wir haben am Anfang gelesen, dass der 11. August 1840 dieses überaus helle Licht ist. But when it's given, what is it? Und wenn es gegeben wird, was ist es dann? It's a light, right? Es ist ein Licht. Because you don't understand it when it comes to you, right? But the people that receive it, right there, to them it's an exceeding bright light, right? Aber die Leute, die es erhalten, für sie ist es ein überaus helles Licht. They open the seals, right? Sie öffnen jetzt die Siegel. And you're now giving it to another class, Und right? du gibst das jetzt einer weiteren Gruppe. Saul represents somebody who's receiving that light right there, right? Und Saulus stellt jemanden dar, der dort dann das Licht erhalten wird. And he's now going through this experience of this light is now opening his mind and helping him to see things that he hadn't understood before, right? Und dieses Licht ist jetzt etwas, was sein Verstand öffnet und ihm hilft, Sachen zu sehen, die er zuvor nicht sehen konnte. Now let's see what it says. Stephen's sermon at the time of his martyrdom was brought forcibly to Saul's mind, and he realized that the martyr had indeed beheld the glory of God when he said, "Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God." So Stephen is martyred right here, right? Also Stephanus wird ja hier zur 9. Stunde ermordet, Which is right here. was in dem Fraktal hier ist. And what did Stephen see? Und was hat Stephanus gesehen? Heavens open. Heavens opened and the glory of God, right? Er hat die Himmel geöffnet gesehen und die Herrlichkeit Gottes. Okay. So, right. So Saul is right here, Und Saulus ist hier and he's having this vision, und er hat jetzt diese Vision hier. which is he's having it because John, Daniel, Ezekiel, and Also ja. Isaiah all wrote the message, right? And they start to give it in this time period, Und er right? kann sie hier haben, weil hier Johannes, Daniel, Hesekiel, Jesaja, sie haben alle diese Botschaft jetzt aufgeschrieben und sie geben sie jetzt in dieser Zeit, sodass Saulus sie auch erhalten kann. And what's it telling us? Und was sagt uns das? Who's Saul? Who was he? Wer ist Saulus? Wer war er? Pharisee. Okay, he's a Pharisee, but who was he? Was he a Pharisäer. Gentile or a Jew? Aber war er ein Heide oder ein Jude? It's a Jew. Okay, was he somebody that was in the movement? Aber ein Jude war er einer, der in der Bewegung war? No, right? Nein, er war ein Verfolger. Yeah, I'm not persecuting him. The fact that he had nothing to do with the truth. He was not associated with the disciples in any way, right? Also ich möchte die Tatsache hervorheben, dass er nicht irgendwie mit der Wahrheit zu tun hatte. Er war nicht Teil oder verbunden mit diesen Jüngern gewesen. He was a high up member in the Sanhedrin, right? Er war ja ein hochstehendes Mitglied in der Sanhedrin. What's it teaching us? Was lehrt uns das? That when you take the light forward, people in the church they're going to start to get it, right? Dass, wenn du das Licht vorwärts bringst, dann werden Leute in der Gemeinde anfangen, das zu begreifen. Okay, let's go to the next quote. Right? Lass uns jetzt hier zum nächsten Zitat kommen unter der Überschrift Der laute Ruf. Now, as you see, I've got nothing written on these way maps because I don't have a name to put there or a number. We're just laying out the principles, right? Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier an diesem Wegmarken noch nichts irgendwie geschrieben, denn wir haben noch keinen Namen, oder, um die zu betiteln oder keine Zahlen oder sowas. But I want to show you that this experience, or should I say, yes, I'm just going to bring this experience down and place it under here and show you it's the same thing, right? Und ich möchte jetzt einfach hier diese Erfahrung nehmen und hier runterbringen, um euch zu zeigen, dass es letztendlich dieselbe Erfahrung dann auch hier ist. I just want to show you that the end here, because these three things is these three things, I just want to show you that the end and this also here are paralleling this and this. That's what I want to do, right? Also ich möchte einfach nur zeigen, wie hier das Ende und hier dieser Anfang
Dann hier das parallel stellen. Right, that's all I want to show. Right. Das ist alles, was ich damit zeigen möchte. Okay, so let's go to the next from Acts of the Apostles 1172. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat hier unter der Überschrift Der laute Ruf. It says, "No doubt entered into the mind of Saul that one who spoke to him was Jesus of Nazareth, the long looked for Messiah, the consolation and Redeemer of Israel. Trembling and astonished, he inquired, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city." Where would we mark this? Wo würden wir das hier markieren? Consider he has this glory right here. He then gets brought into this experience, and now he says to him, "Arise and go into the city." Where would we put it? The refuge city. Also er hat hier diese Herrlichkeit, sieht er hier und dann wird ihm aufgetragen, steh auf und geh in die Stadt. That's where this is the waymark where you go to the refuge city. So Das ist ja die Wegmarke hier, wo du in die Zufluchtsstadt gehst. I mean, I understand it's right here. I think of all these. It's not talking about fleeing to the refuge city here. It's talking about you. Okay, Jonah. What did they say to him? Arise, thou sleeper, right? Also ich würde es hier in diese Wegmarke setzen, denn was haben die zum Beispiel zu Jona gesagt? Sie haben gesagt, steh auf, du Schläfer. Right? And there's also several times when Christ heals somebody, he says, "Arise, thou that sleepest, and the Lord will give thee light," right? Oder auch Paulus sagt, steh auf, der du schläfst, und der Herr wird dir Licht geben. You'll see it in a moment, right? Ich denke, ihr werdet das gleich im Moment sehen können. Because it says in the very next paragraph, Und er sagt uns hier im nächsten Absatz, when the glory was what? Withdrawn, and Saul arose from the ground, he found himself totally deprived of sight. The brightness of Christ's glory had been too intense for his mortal eyes, and when it was removed, the blackness of night settled upon his vision. So where is he now at? wo ist er jetzt No angekommen? longer see Christ. Okay, yes, so that's not what I'm asking. Okay, he's right here, right? Er ist jetzt hier am Kreuz angekommen, er sieht Christus nicht mehr länger. Right. Christ went on the cross at the 6th hour, right? Und Christus ist ja zur 6. Stunde ans didn't go to the cross, but he was. 6th to 9th hour, so this is the darkest point, Also right? 6. bis zur 9. Stunde markiert hier diesen finstersten Punkt. To marking the point at the 6th hour where it went to midnight darkness, right? Markiert hier den Punkt zur 6. Stunde, wo es zu dieser mitternächtlichen Finsternis kam. So the glory arrives here, and what happened? Okay, let me Also give die you Herrlichkeit kommt hier an two men on the road to Emmaus. und die zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus. They're walking on the road to Emmaus, right? And it's they invite him in right at this point, and they have the foot washing and all that together, right? Also die gehen hier auf den Weg nach Emmaus und an dieser Wegmarke laden sie ihn hier ein und sie haben diese Fußwaschung miteinander und so weiter und so fort. And as soon as they recognize Christ right here, what happens to Christ? Und sobald sie Christus hier erkennen, was passiert mit Christus? He disappears, right? Er verschwindet. Okay, and it's marking this point where because Christ says, "A little while I'm with you, and a little while you won't see me anymore," right? Christus sagt ja, eine kleine Weile bin ich noch mit euch und dann eine kleine Weile, da werdet ihr mich nicht mehr sehen. So he doesn't see Christ anymore. It's midnight darkness. Right? Also er sieht Christus nicht mehr hier, es ist mitternächtliche Finsternis für ihn. He believed that his blindness was a punishment from God for his cruel persecution of the followers of Jesus. In terrible darkness he groped about him, and his companions in fear and amazement led him by the hand and brought him into Damascus. For 3 days, next quote, sorry. Nächster Absatz. For 3 days Saul was without sight. How many days? 3 Tage war Saulus ohne Sicht. 3 days, Wie right? viele Tage? 3 Tage. Now, trying to remember this point. 3 days and then he was back. Yes. Did I? Okay. Right, so as I'm understanding, well, I don't know what this is because a much smaller fractal, this would be these 3 days. Right, so this is what we're talking about right here.
Ich weiß jetzt hier nicht, was diese Wegmarke hier sein würde in diesem Fraktal, aber ich würde diese 3 Tage jetzt hier hinsetzen. You'll see, because it takes them to this point, right? Das werdet ihr gleich sehen, denn es bringt uns letztendlich zu diesem Punkt. What happened to Christ at this waymark? Was ist mit Christus an der Wegmarke hier passiert? He got baptized, right? Er wurde getauft. Okay, let's read this quote. It says, Lass uns das Zitat hier lesen. For 3 days Saul was without sight, and neither did eat nor drink. For these days of soul agony were to him as years. Again and again he recalled with anguish of spirit the part he had taken in the martyrdom of Stephen. With horror he thought of his guilt in allowing himself to be controlled by the malice and prejudice of the priests and rulers. Even when the face of Stephen had been lighted up with the radiance of heaven, in sadness and brokenness of spirit he recounted the many times he had closed his eyes and ears against the most striking evidences and had relentlessly urged on the persecution of believers in Jesus of Nazareth. Next quote. Nächstes Zitat oder nächster Absatz. You can see that in this 3 days, what is Paul doing? Und in den 3 Tagen, was macht Paulus? He's weeping and mourning for his sin, right? Er weint und klagt seiner Sünden willen. He's having things revealed to him that he had not understood before, Es right? werden hier Dinge offenbart, die er zuvor nicht verstanden hat. So, next quote. Nächstes Zitat, also 121.4. Obedient to the direction of the angel, Ananias sought out the man who had but recently breathed out threatenings against all who believed on the name of Jesus. And putting his hands on the head of the penitent sufferer, he said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. Right, so he's baptized right here, Wird dann hier am Ende getauft, which is here. was dann hier ist. Right, and it says he's filled with the Holy Ghost. Right, Es so with the steht Holy dann geschrieben, dass er erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Next quote. Nächstes Zitat, 469 aus AA. The Apostle Paul early in his Christian experience was given special opportunities to learn the will of God concerning the followers of Jesus. He was caught up to the 3rd heaven, into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter. He himself acknowledged that many visions and revelations had been given to him of the Lord. What experience did Paul have? Was für eine Erfahrung hat Paulus hier gehabt? He was taken up into the 3rd heaven, right? Er wurde in den 3. Himmel entrückt. His understanding of the principles of the gospel truth was equal to that of the very chiefest apostles. He had a clear, full comprehension of the breadth and length and depth and height of the love of Christ, which passeth knowledge. What's it paralleling? Was stellt das jetzt hier parallel? What did Daniel have right here? Was hat Daniel hier gehabt? A full understanding of the revelation, right? Volles Verständnis von der Offenbarung. Okay, so Saul right here has this experience, right? Then 3 days, he's blindness, but when he gets his eyes opened, baptized, he's filled with the Holy Spirit, he has a full understanding of the plan of salvation. Also Saulus hat hier seine Erfahrung und dann ist er für 3 Tage blind und am Ende, wenn er getauft wird, hat er hier ein volles Verständnis von dem Plan der Erlösung. Now, John is told to write it on a book and take it to the 7 churches, right? Also Johannes wird ja aufgetragen, das in ein Buch zu schreiben und dann an die 7 Gemeinden zu senden. Millerite history was going to the churches, the message, right? In der Miller-Geschichte ist die Botschaft ja dann an die Gemeinden gegangen. Okay, so go to this next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It's the last quote. Das ist das letzte Zitat. Paul could not tell all that he had seen in vision, for among his hearers were some who would have misapplied his words,
but that which was revealed to him enabled him to labor as a leader and a wise teacher, and also molded the messages that he and later years sent to the churches. What did Paul do? Was hat Paulus gemacht? He sent a message to the churches. Er hat eine Botschaft an die Gemeinden gesandt. Okay, but he's here, right? Aber er ist hier am Ende. John is here. Und Johannes ist hier. John is writing to the 7 churches and is talking about God's people, right? Und Johannes schreibt hier an die 7 Gemeinden und spricht über Gottes Volk. But Saul is at the end, right? And he's now given a message to the churches. Aber Saulus ist hier am Ende und er gibt jetzt ebenso eine Botschaft an die Gemeinden. Which churches? Welche Gemeinden? Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, and Thessalonians. How many churches? Also er hat den Römerbrief geschrieben, Korintherbrief, Galater, Epheser, Kolosser, Philippa und Thessaloniker. Das sind 7 verschiedene Gemeinden. 7 churches he sent them to, and were they Christians or 7 Gemeinden. Gentiles? Aber was für Kirchen waren das? Waren das Christen oder Juden? Nein, es waren Heiden, die Christen wurden. It completely verifies our understanding of the lines, right? Und das bestätigt vollkommen das Verständnis unserer Linie. Because when you understand this line, here the Lord's raising up a messenger, and at the end, he's going to send a message to the 7 churches, right? Internal. Denn wenn wir hier sehen, hier richtet der Herr ja einen Botschafter auf und hier sendet er jetzt diese Botschaften an die 7 Gemeinden intern gesehen. So the messenger has been raised up outside of the Sunday law crisis, right? Also der Botschafter wird also außerhalb der Sonntagsgesetzkrise aufgerichtet. Right? In the end. No. If you just take our whole line, the messenger has been raised up in this time period. It's not the Sunday law, right? Also der Botschafter wird ja zum Beispiel in dieser Zeit hier aufgerichtet. Es ist noch nicht das Sonntagsgesetz. Right? Then the message is now to be given to the 7 churches, to the church. Dann wird die Botschaft an die 7 Gemeinden gerichtet, nämlich an die Gemeinden. This is how Saul gets brought in, right? Das ist dann, wie Saulus hereingebracht werden wird. Second Sunday law, or now this would be, I know I've got it Gentiles, but just let's say that this would be 2014 to the civil Sunday law, right? Und lass uns einfach jetzt das so betrachten, dass das hier 2014 ist bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Right? Saul gets brought in. You now have the Sunday law to the final review for the church. Also Saulus wird in der Zeit hier reingebracht und dann hätte man jetzt das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung für die Gemeinde. And at the end, what's he doing? He's now given a message to 7 churches. You have a little time of peace and then it goes to the Gentiles. Und am Ende würde er dann die Botschaft hier an die 7 Gemeinden geben. Man hat eine kleine Zeit des Friedens und dann geht er hier an die Gemeinden. I don't have enough room to illustrate every... Und das sind die Heidengemeinden. But, Und ich habe jetzt hier nicht genug Platz, um das alles noch hier zu illustrieren auf der Tafel. but we all see that? Können wir das alle sehen? Okay, so I thought it was a nice thing to add and help us to understand these things a little bit better. Ich denke, das war ein schöner Punkt, das noch hinzuzufügen, um diese ganzen Sachen besser verstehen zu können. But just to finish is that we're just before here, right? Aber wir sind ja auf unserer Linie jetzt hier kurz vor Mitternacht. Okay, we know it's telling us what's going to happen here and what the experience is going to be in this time period. Es zeigt uns also auf, was kurz bevorsteht hier zu passieren und was diese Erfahrung sein wird in dieser Zeit hier, der kleinen Zeit des Friedens. Okay, so if I just take us to 9/11 and August 11th, 1840, what does it tell us about here? Also wenn ich nur den 11. August nehme und den 11. September, was sagt es uns hier über diese Wegmarke? Oh, this one, sorry. Mitternacht. What's it? A fulfillment of prophecy about an attack of Islam. Yeah, so Islam comes back into Bible prophecy because this is what fills the earth with the glory, right? Der Islam wird wieder zurückkommen auf die Bühne der biblischen Prophetie, denn das wird dann die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen. John was predicting, right? Johannes hat die Taufe von Jesus vorausgesagt. Predicting this event, right? Und Johannes hat dieses Ereignis vorausgesagt. Josiah Litch was predicting this event.
Josia Litsch hat dieses Ereignis auch vorausgesagt. Okay, so you're not getting this glory unless you take part in the prediction right here, right? Also du kriegst diese Herrlichkeit hier nicht, es sei denn, du nimmst teil an dieser Vorhersage, die hier zu geben ist. And you can only do that if you understand it in order to give it, right? Und du kannst das nur tun, wenn du das verstehst, damit du es dann geben kannst. So that has to be our focus right now. Und das muss also unser Fokus sein, gerade jetzt. Okay, let's close. Let's close with a closing hymn. Lass uns abschließen mit einem Abschlusslied. And the closing hymn is 228. Unser Abschlusslied ist 228 And Daniel, if you play that, almost persuaded. aus dem alten Gesangsbuch. Das wird dann gepostet jetzt in der Livestream-Gruppe. Let's close with. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, pray that the words of this song do not apply to us. Lieber himmlischer Vater, ich möchte beten, dass diese Worte des Liedes nicht auf uns zutreffen werden, As the Holy Spirit convicts our heart day after day, sondern so wie der Heilige Geist uns Tag für Tag überführt, let us not be amongst those that are almost persuaded, lass uns nicht unter denjenigen sein, die beinahe überzeugt worden sind, but let us allow the workings of your Spirit to bring deep repentance to our hearts, sondern lass es erlauben, dass dein Heiliger Geist tiefe Buße in unseren Herzen erwirken kann and to understand how that is brought about, und dass wir verstehen können, wie das zustande gebracht werden kann, that we must search the Scriptures with all our heart, nämlich dass wir die Schriften durchforschen müssen mit unserem ganzen Herzen that we must be faithful in giving the proclamation in this time, und dass wir treu sein müssen in der Verkündigung für diese Zeit. and whatever persecution it brings upon us, help us to be faithful. Und was immer auch für Verfolgung über uns kommen wird, hilf uns treu zu bleiben. Lord, help us to be like Daniel and Saul, Hilf uns, Herr, wie Daniel zu sein oder Saulus, that we can have a perfect understanding of the plan of salvation, dass wir ein perfektes Verständnis des Erlösungsplans erhalten and that you might bring us through this time of trial, und dass du uns durch diese Zeit der Prüfung hindurchbringen mögest, that we might be amongst those that stand there with this spotless wedding garment on. sodass wir unter denjenigen sein können, die dastehen mit diesem fleckenlosen Hochzeitsgewand an. We thank you that we are able to gather together this day, Wir danken, dass wir uns hier heute versammeln durften and we pray that you'll bless our fellowship together und ich bitte, dass du unsere weitere Gemeinschaft segnen mögest and help us, Lord, to keep those things ever before our eyes. und hilf uns, dass wir diese Dinge alle Zeit vor Augen gehalten haben. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu.